Zürich. Ein Sportturnier der ganz besonderen Art. Die Athleten sind Gamer. Statt auf dem Feld treten sie hinter der Konsole gegeneinander an. Auf dem Programm die populären Spiele Rocket League und Counter-Strike. Es messen sich an diesem Tag die besten Gamer der Schweiz. Der E-Sport, der elektronische Sport, wird immer bekannter. Vor einem Jahr noch bin ich wirklich fragend angeschaut worden, aber es kommt eben immer mehr, dass ja, stimmt, von dem habe ich auch schon gehört. Und dass es dann wirklich auch Leute gibt, die den Namen kennen. Also mir ist schon passiert, dass ich dann mit einer Schlange gestanden bin und dann hat mich jemand von hinten angetippt und «Hey, du bist doch der und der». Und also, es kommt eben schon immer mehr. Also verstecken muss ich mich nicht, dass ich E-Sportler bin. Gerade unsere Generation oder die Generation, die nach uns kommt, die wachsen alle mit Videospielen auf. Ich kenne keinen Jugendlichen, der nicht mit einem Videospiel zu tun hat. Also, es ist einfach ein Markt, der riesig ist. Game-Turniere werden mittlerweile live kommentiert und live übertragen. Weltweit verfolgen Millionen die Spiele im Netz oder im Stadion. Die Spieler tragen Trikots. Auf den Leibchen prangen die Logos der Sponsoren. Der E-Sport wird immer professioneller und kommerzieller. Das zeigt auch eine aktuelle Schätzung. Vor 5 Jahren investierten die Firmen rund 78 Millionen Euro in den E-Sport. Dieses Jahr sollen es bereits 723 Millionen sein. In 5 Jahren dürfte sich der Umsatz auf rund 1,4 Milliarden verdoppeln. Verglichen mit dem Ausland ist die E-Sport-Szene in der Schweiz noch klein. Aber auch sie wächst rasant. Aktuell soll es in der Schweiz je nach Schätzung zwischen 300.000 bis zu rund 800.000 E-Sport-Interessierte geben. Eine der ersten Firmen, die sich für E-Sport interessierten, ist UPC. Der Kabelnetzbetreiber hat vor 2 Jahren angefangen, in den E-Sport zu investieren. UPC beteiligt sich an den Übertragungskosten von Turnieren wie diesem hier oder sponsert Messen. Insgesamt floss rund 1 Million Franken. Das ist natürlich im Moment noch eine relativ unentdeckte Zielgruppe, die schwer erreichbar ist. Und gerade mit diesem Investment hat man natürlich eine neue Kundengruppe, die man angehen kann und im Endeffekt auch neue Kunden könnten für uns bedeuten. Aber auch andere Schweizer Firmen suchen die Nähe zur Szene. Kürzlich hat Swisscom bestätigt, man prüfe einen Einstieg in den E-Sport. Erst Mitte Juli gab PostFinance bekannt, ein professionelles E-Sport-Team zu gründen. Oder die Baloise. Der Versicherer hat vor ein paar Monaten eine Versicherung lanciert gegen Beschädigung, Diebstahl oder Verlust von Gaming-Zubehör. Das sei erst der Anfang. Wir wollen aber auch mit der Gamer-Welt weitergehen und die virtuelle Welt versichern. Das heisst, irgendwie ein Lieblingsschwert oder Leo Messi in einem Spiel. Weil das sind die emotionalen Themen, die die jungen Kunden wirklich auch interessieren. Zurück beim Game-Event. Diese Gamer wollen die Firmen erreichen. Aktuell läuft das Finale eines Shooter-Spiels. Diese Games geraten immer wieder als gewaltverherrlichende Killerspiele in die Kritik. Damit haben die Firmen keine Berührungsangst. Gerade bei neuen Themen, bei neuen Risiken, die wir sehr gut abwägen, wenn wir etwas versichern oder wenn wir nicht versichern. Bei den Gamern ist es so, dass es sehr viele Vernünftige gibt. Und ich mache das Beispiel mit dem Auto. Nur weil es Rasen gibt, und das sind sehr wenige, heisst das nicht, dass wir keine Autoversicherungen anbieten. Das Interesse der Firmen zahlt sich für die Spieler aus. Es locken immer höhere Preisgelder und Sponsorenverträge. Stefan Schneider konnte die Allianz für sich gewinnen. Sie sponsern uns insbesondere die Spesen, das heisst, eben an Events zu reisen, wenn etwas kaputt geht am Computer oder eben irgendein Controller oder ein Kopfhörer. Das ersetzen sie, also eben die Spesen. Einer der wenigen, der bereits vom E-Sport leben kann, ist Manuel Zeindler. Wie viel er verdient, verrät er nicht. Ich kann sagen, wann ich fahre, ist ein Mercedes-Benz A200. Firmen investieren weltweit in die Schweiz Millionen. E-Sport wird zum Riesengeschäft, auch für die Gamer.